Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Gestern hat meine Mutter mich angerufen. Sie möchte unbedingt, dass ich heute vorbeikomme, damit wir miteinander sprechen können. Gestern hat meine Mutter mich angerufen. Sie möchte unbedingt, dass ich heute vorbeikomme, damit wir miteinander sprechen können. Am Telefon klang sie sehr nervös. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Ich liebe meine Eltern. Am Telefon klang sie sehr nervös. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Ich liebe meine Eltern. Meine Mutter war schon immer sehr ehrlich zu mir. Das habe ich an ihr schon immer gemocht. Meine Mutter war schon immer sehr ehrlich zu mir. Das habe ich an ihr schon immer gemocht. Ich werde jetzt zu meinen Eltern fahren und mit ihnen sprechen. Ich werde jetzt zu meinen Eltern fahren und mit ihnen sprechen. Am Telefon wollte meine Mutter mir nicht erzählen, was los ist. Sie hat gesagt, dass es besser wäre, persönlich zu sprechen. Am Telefon wollte meine Mutter mir nicht erzählen, was los ist. Sie hat gesagt, dass es besser wäre, persönlich zu sprechen. Ich bin wirklich gespannt, was sie zu erzählen hat. Ich bin wirklich gespannt, was sie zu erzählen hat. Hier wohnen meine Eltern. Ich bin etwas spät dran und muss mich beeilen. Hier wohnen meine Eltern. Ich bin etwas spät dran und muss mich beeilen. Hallo Schatz, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns zu reden. Hallo Schatz, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns zu reden. Natürlich, Mama, ihr seid meine Eltern. Für euch würde ich alles tun. Natürlich, Mama, ihr seid meine Eltern. Für euch würde ich alles tun. Wir haben etwas sehr Wichtiges mit dir zu besprechen, mein Sohn. Wir haben etwas sehr Wichtiges mit dir zu besprechen, mein Sohn. Alles klar, ist alles okay bei euch? Ihr hört euch etwas nervös an. Alles klar, ist alles okay bei euch? Ihr hört euch etwas nervös an. Bevor wir dir alles erzählen, möchten wir noch einmal sagen, dass wir dich über alles lieben und du immer unser Sohn sein wirst. Bevor wir dir alles erzählen, möchten wir noch einmal sagen, dass wir dich über alles lieben und du immer unser Sohn sein wirst. Das weiß ich, Papa. Was ist denn passiert? Ihr macht mir ehrlich gesagt ein wenig Angst. Das weiß ich, Papa. Was ist denn passiert? Ihr macht mir ehrlich gesagt ein wenig Angst. Es fällt uns wirklich nicht leicht, mit dir darüber zu sprechen, aber du bist alt genug, um die Wahrheit zu erfahren. Es fällt uns wirklich nicht leicht, mit dir darüber zu sprechen, aber du bist alt genug, um die Wahrheit zu erfahren. Vor 20 Jahren, kurz bevor du geboren bist, haben dein Vater und ich die Entscheidung getroffen, dass wir ein Kind haben möchten. Vor 20 Jahren, kurz bevor du geboren bist, haben dein Vater und ich die Entscheidung getroffen, dass wir ein Kind haben möchten. Wir haben lange versucht, schwanger zu werden, aber es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben lange versucht, schwanger zu werden, aber
Es hat einfach nicht funktioniert. Da ich nach mehreren Monaten immer noch nicht schwanger war, sind wir zu einem Arzt gegangen. Da ich nach mehreren Monaten immer noch nicht schwanger war, sind wir zu einem Arzt gegangen. Der Arzt hat uns gesagt, dass deine Mutter nicht schwanger werden kann. Der Arzt hat uns gesagt, dass deine Mutter nicht schwanger werden kann. Was wollt ihr mir damit sagen? Was wollt ihr mir damit sagen? Wir haben dich vor 20 Jahren adoptiert, Johannes. Wir haben dich vor 20 Jahren adoptiert, Johannes. Also seid ihr gar nicht meine richtigen Eltern? Warum sagt ihr mir das erst jetzt? Also seid ihr gar nicht meine richtigen Eltern? Warum sagt ihr mir das erst jetzt? Wir wollten damit warten, bis du alt genug bist, um es zu verstehen. Wir wollten damit warten, bis du alt genug bist, um es zu verstehen. Wir lieben dich über alles, Johannes. Du bist unser Kind. Wir haben dich großgezogen. Wir lieben dich über alles, Johannes. Du bist unser Kind. Wir haben dich großgezogen. Und was ist mit meinen richtigen Eltern passiert? Wo sind sie? Und was ist mit meinen richtigen Eltern passiert? Wo sind sie? Deine Eltern sind kurz nach deiner Geburt verstorben. Wir haben dich kurz danach adoptiert, weil du eine Familie gebraucht hast. Deine Eltern sind kurz nach deiner Geburt verstorben. Wir haben dich kurz danach adoptiert, weil du eine Familie gebraucht hast. Wieso habt ihr mir das all die Jahre verschwiegen? Wieso habt ihr mir das all die Jahre verschwiegen? Du warst zu jung, um die Wahrheit zu verstehen, Johannes. Wir wollten damit warten, bis du 20 Jahre alt bist. Du warst zu jung, um die Wahrheit zu verstehen, Johannes. Wir wollten damit warten, bis du 20 Jahre alt bist. Ich weiß nicht ganz, was ich sagen soll, Mama und Papa. Ich liebe euch auch, aber ihr seid nicht meine richtigen Eltern. Ich weiß nicht ganz, was ich sagen soll, Mama und Papa. Ich liebe euch auch, aber ihr seid nicht meine richtigen Eltern. Doch, Johannes, wir sind deine richtigen Eltern. Wir haben dich erzogen. Wir haben gesehen, wie du aufwächst. Wir haben uns um dich gekümmert, als du krank warst. Doch, Johannes, wir sind deine richtigen Eltern. Wir haben dich erzogen. Wir haben gesehen, wie du aufwächst. Wir haben uns um dich gekümmert, als du krank warst. Bitte sei nicht sauer auf uns. Wir hätten es dir früher erzählt, aber du warst zu jung. Bitte sei nicht sauer auf uns. Wir hätten es dir früher erzählt, aber du warst zu jung. Ihr habt recht. Ich bin euch unendlich dankbar. Ihr habt so viel für mich getan. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Ihr habt recht. Ich bin euch unendlich dankbar. Ihr habt so viel für mich getan. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Für uns bist du unser Sohn, auch wenn wir nicht deine leiblichen Eltern sind. Für uns bist du unser Sohn, auch wenn wir nicht deine leiblichen Eltern sind. Wir lieben dich genauso wie unser eigenes Kind, Johannes, auch wenn du adoptiert bist. Wir lieben dich genauso wie unser eigenes Kind, Johannes, auch wenn du adoptiert bist. Ich liebe euch auch, Mama und Papa. Für mich seid ihr die besten Eltern, die man sich vorstellen kann. Ich liebe euch auch, Mama und Papa. Für mich seid ihr die besten Eltern, die man sich vorstellen kann. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!